Morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. In verse 19 in 1 Corinthians chapter 9, Paul continues to say, In Vers 19 in 1. Korinther Kapitel 9 fährt Paulus fort. Now, even though I'm free from obligations to others, Obwohl ich nun frei von Verpflichtungen gegenüber anderen bin, I joyfully make myself a servant to all in order to win as many converts as possible. mache ich mich mit Freude zum Diener aller, um so viele Bekehrte wie möglich zu gewinnen. Do you know, this is a passage that has been quoted by a lot of people. Das ist eine Stelle, die von vielen Leuten zitiert wird. And I think it's something that we have to understand in the right context. Ich denke, wir müssen sie im richtigen Kontext verstehen. Do you remember the context that Paul says that he is obligated to preach the gospel? Erinnerst du dich an den Zusammenhang, in dem Paulus sagt, dass er verpflichtet ist, das Evangelium zu predigen? That he has this internal burning to share the gospel? Dass er dieses innere Brennen hat, das Evangelium zu teilen? He's now not talking about how to act towards fellow believers, but towards people who never heard the gospel. Nun spricht er nicht darüber, wie er sich gegenüber seinen Mitgläubigen verhält, sondern gegenüber Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Why is this important? Warum ist das wichtig? Because I have heard Christians even excuse their behavior and lifestyle with this Bible verse. Weil ich gehört habe, dass Christen ihr Verhalten und ihren Lebensstil mit diesem Bibelvers entschuldigen. So they wanted to keep their non-Christian friends who, by choice, refuse to accept right morals. Sie wollen ihre nichtchristlichen Freunde behalten, die sich aus freien Stücken weigern, die richtige Moral anzunehmen. You know, I think that it's good for all of us to have non-Christian friends. Ich denke, es ist für jeden von uns gut, nichtchristliche Freunde zu haben. It just depends what kind of friends they are. Es kommt nur darauf an, welche Art von Freunden sie sind. But if the people who are not Christians have heard the gospel already through me, Aber wenn die Menschen, die keine Christen sind, das Evangelium bereits durch dich gehört haben, and they not only reject the gospels, but they choose to live a morally really wrong lifestyle, und sie nicht nur das Evangelium ablehnen, sondern sich dazu entschließen, einen moralisch wirklich falschen Lebensstil zu führen, like whenever you sit down with them, they tell dirty jokes, wie zum Beispiel, wann immer du dich mit ihnen hinsetzt, erzählen sie schmutzige Witze, they lie constantly, sie lügen ständig, they live a dishonest life. sie führen ein unehrliches Leben. You see, you've already preached the gospel to them. Du hast ihnen bereits das Evangelium gepredigt. Now you don't need to become like them in order to reach them. Du musst nicht so werden wie sie, um sie zu erreichen. Paul had such a deep desire to win people for Jesus Paulus hatte ein so großes Verlangen, Menschen für Jesus zu gewinnen, that for him it was an incredible pleasure and joy to become a slave so that people could get saved. dass es für ihn ein unglaubliches Vergnügen und eine Freude war, ein Sklave zu werden, damit Menschen gerettet werden konnten. He knew that Christ had totally set him free, and yet he enslaved himself. Er wusste, dass Christus ihn völlig befreit hatte und doch versklavte er sich selbst. So many people have been slaves to so many things, So viele Menschen haben sich zu Sklaven so viele Dinge gemacht. but they didn't make themselves slaves in order to reach people for Jesus Christ. Aber sie haben sich nicht zu Sklaven gemacht, um Menschen für Jesus Christus zu erreichen. Look, in verse 20 he says, I became Jewish to the Jewish people in order to win them to the Messiah. In Vers 20 sagt er, ich wurde für das jüdische Volk zum Juden, um es für den Messias zu gewinnen. Now remember, the important thing to understand here is he was simply saying, I accepted their culture. Das Wichtigste, was man hier verstehen muss, ist, dass er damit einfach sagt, ich habe ihre Kultur angenommen. You can't go into one culture with your own culture trying to win them to Christ. Du kannst nicht mit deiner eigenen Kultur in eine andere Kultur gehen, um sie für Christus zu gewinnen. You know, I see this in so many countries of this world. Ich sehe das in so vielen Ländern dieser Welt. Missionaries go into a country and they don't win people to Jesus, they win people to their own culture. Missionare gehen in ein Land und gewinnen die Menschen nicht für Jesus, sondern für ihre eigene Kultur. So suddenly you go into some very hot climate where
nobody ever would wear a suit and a tie. So kommt man plötzlich in ein sehr heißes Klima, in dem niemand jemals Anzug und Krawatte trägt. The only people who now use a suit and a tie are people going to church on Sunday. Die einzigen, die jetzt Anzug und Krawatte tragen, sind die Menschen, die sonntags in die Gemeinde gehen. Because those who preached the gospel to them, they brought that culture to them. Denn diejenigen, die ihnen das Evangelium predigten, haben diese Kultur zu ihnen gebracht. You know, and I've seen this in so many areas. Ich habe das in so vielen Bereichen gesehen. He accepted their culture to win them to Christ. Paulus nahm ihre Kultur an, um sie für Christus zu gewinnen. And I think if we go anywhere to share the gospel, we have to embrace their culture. Ich denke, wenn wir irgendwo hingehen, um das Evangelium zu verkünden, müssen wir ihre Kultur annehmen. Now, I understand that when the culture is sinful and we have to sin, of course, that's not what we do. Natürlich verstehe ich, dass wir nicht sündigen dürfen, wenn die Kultur sündig ist. Natürlich tun wir das nicht. But I can't come here to Brazil insisting on the Austrian way and trying to win the Brazilians to Christ. Aber ich kann nicht nach Brasilien kommen und auf den österreichischen Weg beharren und versuchen, die Brasilianer für Christus zu gewinnen. We have to live by the culture of the kingdom. That's very clear for us Christians. Wir müssen nach der Kultur des Reiches Gottes leben. Das ist für uns Christen ganz klar. But when you come to somebody to win them for Jesus Christ, Aber wenn du zu jemandem kommst, um ihn für Jesus Christus zu gewinnen, make yourself a servant. mache dich zu einem Diener. Become to them what they are. Werde für sie, was sie sind. You know, when I preached the gospel to the esoterics, and we reached a lot of esoterics to Jesus, Als ich den Esoterikern das Evangelium predigte und wir erreichten viele Esoteriker für Jesus, I became an esoteric to the esoteric. ich wurde zum Esoteriker für die Esoteriker. I learned their language. Ich lernte ihre Sprache. I spoke about the energy. Ich sprach über die Energie. I was in India once, Einmal war ich in Indien and I had to preach a gospel. und ich musste das Evangelium verkünden. And it was an evangelistic crusade. Es war eine evangelistische Veranstaltung. And I never had been to India before. Ich war vorher noch nie in Indien. And at night I woke up and my heart was stirred. Nachts wachte ich auf und mein Herz war aufgewühlt. And I felt the Lord speak to me, don't preach about Jesus, preach about that incredible guru that you found. Ich fühlte, wie der Herr zu mir sprach, predige nicht Jesus, predige über diesen unglaublichen Guru, den du gefunden hast. Now, of course I preached Christ. Natürlich habe ich Christus gepredigt. But when I say preach Jesus, many times we preach our own Jesus and not the real Jesus. Aber wenn ich sage, predige Jesus, dann predigen wir oft unseren eigenen Jesus und nicht den wahren Jesus. So I told these people, I met this incredible guru that can even heal the sick. Also erzählte ich diesen Leuten, ich habe diesen unglaublichen Guru getroffen, der sogar Kranke heilen kann. You know, and the guy was there, he had an injured foot and he got instantly healed. And all of his friends gave their lives to Jesus. Ein Mann mit einem verletzten Fuß wurde sofort geheilt und alle seine Freunde gaben ihr Leben Jesus. How did Jesus come to the Jewish culture? Wie kam Jesus in die jüdische Kultur? As a rabbi. Er kam als Rabbi. He came as their great rabbi. Er kam als ihr großer Rabbi. We need to learn this too in order to reach more people for Jesus. Das müssen auch wir lernen, damit wir mehr Menschen für Jesus erreichen. See you tomorrow. Bis morgen.